Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen in der zweiten Jahreshälfte. Die habe ich auch auf dem kleinen Kanal für die Sternzeichen gemacht. Ich glaube Ende des Monats. Und jetzt gucken wir mal, was man im Kollektiv für Energien sehen kann. Für die zweite Jahreshälfte. Ja, viele neue Erfahrungen, Nachrichtenaustausch, der Infos mitbringt. Möglicherweise sind ja auch neue Personen, die in unser Leben kommen. Das hier sind gute Personen. Sie neigen irgendwie dazu, uns Wissen mitzugeben. Sie haben harmonisierende Energie. Sie eröffnen uns vielleicht auch ein ganz neues Kapitel. Das kann jetzt hier auch ein Friedensschließen sein, zum Beispiel mit Müttern, mit Konkurrenten. Man kann Sachen, die vielleicht auf Umwegen gelaufen sind, als Erfahrung verbuchen. Und ich habe für sehr viele familiäre Veränderungen. Das geht hier vor allem auch an die, die zum Beispiel Angehörige im Ausland haben oder weiter weg von einem selbst. Ich sehe sehr viel unterwegs sein für familiäre Dinge, für familiäre Themen, vielleicht auch Reisen, die man zusammen macht. An sich ist es eine Zeit, wo man sich auch familiäre Wünsche umsetzt, ne? So, dann habe ich die Veränderungen im Haus des Hauses. Hier geht es tatsächlich vielleicht um Umzüge, um Sachen im umhäuslichen Bereich oder auch aus dem Umfeld ins Umfeld rein. Und man sieht hier eine sehr schöne Energie mit der Sonne. Sind es gute Veränderungen, die auch viele Lebensbereiche ausstrahlen. Ich habe hier wieder das Verreisen dabei. Also es kann schon sein, dass viele sich Auszeiten nehmen oder ja, sich klären, in welche Richtung wollen sie gehen. Es ist eine Zeit, wo wir uns sehr um Herzensangelegenheiten kümmern, wo wir vielleicht auch Transformationen haben im Bereich der Liebe, verbunden mit einer neuen Erfahrung. Und ich habe eine Zeit, die sehr viele Konflikte löst oder die Hindernisse, die es längere Zeit gab, einfach schnell beenden. Hier lohnt es sich auch für das, was man möchte, einzustehen, sich streitbar zu machen. Hier kann es sein, dass wir so berufliche Sachen regeln. Ich habe die Berufskarte im Haus des Neubeginnes. Vielleicht geht es auch um Berufe für Kinder, von unseren Kindern, berufliche Angelegenheiten, die mit Angehörigen zu tun haben, die man vielleicht ins Familienleben mit rein geschleppt hat oder schleppt. Und dass da so ein bisschen die Situation erfordert, dass wir Frieden schließen mit irgendwas oder behilflich sind bei irgendwelchen Konflikten. Ich habe für viele, dass sie einfach irgendwie einen blinden Fleck haben, den sie nicht erkennen, und ich habe, dass dieser durch Diskussionen erkannt wird. So, dann haben wir die beruflichen Wechsel oder das berufliche was sich sehr schnell klärt, in welche Richtung es geht. Möglicherweise sind viele beruflich unterwegs oder machen sich auf die Reise oder haben hier mit dem Ausland irgendwelche Dinge, wo sie ihre Begrenzungen erweitern. Wir haben die Wege im Haus der Sterne drin. Hier entstehen für viele vielleicht auch ganz neue Wege. Es stehen klärende Entscheidungen an, die können jetzt hier mit der Liebe zu tun haben oder tatsächlich mit dem beruflichen Bereich. Häusliche Themen, Umfeld sind hier sehr wichtig.
Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele auch umziehen oder ihre Wohnungen dem Alter anpassen oder Veränderungen vornehmen, die eben mit dem häuslichen Bereich zu tun haben. Viele passen vielleicht auch ihre Häuslichkeit der Arbeit an oder ziehen irgendwo hin, wo sie einen neuen Job kriegen. Das kann ja auch sein, dass die Energie sehr schnell verfügbar ist, wo man lange gegrübelt hat. Ich sehe eben diesen blinden Flecken, ne, wo man eigentlich einen Wunsch hat, den man umsetzen will, aber man findet den Weg nicht. Und hier zeigt sich ein Weg, der zwar mit ein bisschen Konflikt verbunden ist, vielleicht auch mit Meinungsverschiedenheiten, aber er führt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir haben eine Doppeldeutung drin. Hier ist es so, dass das Außen eher für Verstrickung sorgt als für gerade Wege. Das heißt, guck drauf, schau wem, bei allem, was du hörst oder siehst, bleib bei deiner Intuition. Hier sind Entscheidungen, die können das ganze Leben betreffen, also alle Lebensbereiche. Ich sehe auch, dass wir irgendwo diesen Wunsch haben, dass wir Mangel auffüllen, dass wir wieder zur Liebe zurückkehren, dass wir Konflikte mit den Herzensangelegenheiten lösen, dass wir im Vertrauen sind auf das, was da kommt. Jetzt ist mir tatsächlich die Kamera ausgefatzt. Das passiert manchmal, wenn der Speicherplatz voll ist. Macht aber nichts, deshalb lösche ich das Video jetzt nicht, sondern es gibt halt einen kleinen Ruckler. Wir liegen im Haus des Buches drin, wir machen viele Erfahrungen, wir kriegen Instruktionen, wir bilanzieren, wir lernen, wir machen vielleicht auch ein ganz neues Kapitel auf an Dingen, die wir uns erarbeiten, oder das Thema Arbeit wird auf den Kopf gestellt, die Arbeit an den Dingen, auch langfristig, ne? Und wir gucken auf alles, was mit Beziehung, Vertraglichkeiten zu tun hat. Wir liegen ganz unten im Kartenblatt und ich könnte mir vorstellen, dass es viel zu denken gibt. Wir haben in unserem Haus mal wieder das Schicksalskreuz drin. Also eine schicksalshafte Veränderung auf vielen Lebensbereichen. Allerdings sehe ich sie mit der Sonne in der Korrespondenz so, dass sie uns irgendwie Energie spendet, dass sie uns weiterbringt, dass sie uns Anpassungsfähigkeit gibt. Es kann jetzt hier auch eine Sache sein, die hat mit dem Gegenüber zu tun. Das Gegenüber liegt im Haus der Familien drin. Ne? Auch hier können Sachen sein, die haben mit dem Thema Selbstständigkeit, Ämter, Behörden, Vitalität, Beruf zu tun. Und es sieht aus irgendwie wie eine Kurskorrektur, das für die Familienmitglieder mit gilt oder wo viele eben mit involviert sind. Es kann auch eine herausfordernde Zeit in der Partnerschaft sein. Oder, auch das hatten wir schon öfters, dass hier neue Weggefährten kommen und dass man so ein bisschen versucht, sein Herz zu füllen, an welcher Stelle auch immer. Und es geht um Neubeginne, auch die mit einem Gegenüber oder für das Gegenüber gelten. Wenn du Single bist, hast du hier jemanden, mit dem du in Beziehung treten könntest. Es ist eine sehr emotionale Person, jemand, der sehr viele Gefühle hat oder der sehr sensitiv und sensibel ist. Könnte ein Wassersternzeichen hier sein. So. Wir haben die Blumen im Haus des Schicksals drin. Das dachte ich mir hier schon. Mit dem Kreuz und der Sonne haben wir eine schicksalshafte Gegebenheit, bei dem sich unser Leben dreht. Das kann jetzt hier echt an sehr vielen Bereichen sein, wenn nicht sogar ein Rundumschlag, denn wir haben hier das Berufliche, wir haben die Finanzen, wir haben das Gegenüber, wir haben den häuslichen Bereich in den Spiegelungen. Und ich sehe, dass sich hier im Beruflichen etwas anzeigt, wo wir uns minimieren können, wo aber trotzdem
das Glück dabei ist, die kreative Lösung auch. Es kann ein Gegenüber betreffen oder die Kraft, mit der wir investieren in etwas. Ich habe das Regeln von finanziellen Angelegenheiten. Die Finanzen liegen im Haus des Mannes, aber sie sind hier verbunden mit der Sonne in der Spiegelung eigentlich so, dass überall da, wo der Geldfluss mal so, ne, nichts was beständig immer gleich ist oder sich vermehrt, sondern mal mehr, mal weniger, dass das in den Ausgleich geht, dass man Wege findet, dass man Gespräche für die Sicherheit bringen. Die Sterne liegen im Haus des Erfolges drin. Ne? Die Wege liegen im Haus der Sterne. Also hier darf man schon auch damit rechnen, dass gute Dinge entstehen, auch wenn sie vielleicht sehr viel verändern. Also es ist sehr viel Veränderung hier überall. Denn die Störche, die korrespondieren auch mit dem ganzen Blatt und spiegeln sich auch mit allen möglichen Themen und Erfahrungen. Eine sehr interessante Zeit auf jeden Fall. Für einige sehe ich eine Trennung, die man überwindet, ein Getrenntsein. Das kann jetzt von sich selber sein oder vom Gegenüber oder von einer Liebesbeziehung. Auch da gehen uns neue Türen auf. Und es geht an alle, die auch so den Liebesblues haben, ne? Da entsteht ein neues Gerüst, man geht wieder ins Vertrauen, man lernt andere Menschen kennen, man bucht die Erfahrungen der Vergangenheit ab. Es geht auch an viele, die hier Konkurrenz haben, ohne es zu wissen. Ne? Hier liegt immer auch so ein bisschen Geheimnisvolles mit. Ich habe, dass man sich hier sehr gut überlegt oder minimiert, was man ausspricht, was man wem sagt. Hier gibt es Menschen, die klauen dir dann die Ideen im Prinzip oder die machen etwas mit deiner Idee, bevor sie zu Ende ausgedacht ist. Ne? Also hier darf man sich ruhig auch mal ein bisschen bedeckt halten mit Infos. Ich habe hier unten eine sehr große spirituelle, kraftvolle Zeit. Ne? Wir haben die Sterne, wir haben die Fische, wir haben den Mond. Da ist man sehr durchlässig, man nimmt wahr, man hat seelische Themen, die mit einem sprechen. Es ist vielleicht auch so, dass man emotional reagiert, auch auf Worte oder Gespräche. Ich habe hier auch Erfolge für alle, die mit Kunst arbeiten oder Kreativität. Musiker, Maler. So, was haben wir hier? Guckt mal, die Biene bringt die Schicksalswende mit. Und unterm Deck haben wir die Seeanemone, da geht es um unser Gefühl der Gemeinschaft. Ne? Wo sind die Verbindungen kraftvoll, wo schwächen sie, wo möchte man mehr Rückzug, wo erkennt man energieraubende Muster auch. Vielleicht auch an der Zeit, gemeinsam etwas durchzusetzen, verbindlich etwas durchzusetzen. Oder eine Zeit, wo man vielleicht auch sich zurücknehmen möchte, ne? Wo man denkt so, da und da nehme ich mich mal lieber raus. Für andere ist es so, dass sie Rückzüge beenden, also beides ist auch möglich. So, was bringt uns die Biene mit? Die Karte sagt, man ist an einem Wendepunkt, das Schicksal meint es ab jetzt gut. Wir können unser Lebensglück schmieden, wir können unsere Gaben und Talente nutzen. Hier sind irgendwelche Beziehungen oder Muster, die man aus der längeren Vergangenheit kennt, die man ablegen darf. Das ist hier auch das Kreuz, das sich erledigt. Ich denke, dieser blinde Fleck vom Anfang, der wird hier erkannt, als Erfahrung verbucht, wird aufgebrochen und man kann einfach erkennen, wo man in eine falsche Richtung gelaufen ist.
Hier löst man etwas auf, um etwas neu zu binden. Es kann sein, dass man ein bisschen Herausforderung damit hat, aber wir werden hier die Süße des Lebens einfach wieder mehr spüren und vielleicht auch gemeinsam mit anderen etwas teilen, was allen gute Energie mitgibt. Ein karmischer Zyklus wird beendet und wenn es herausfordernd ist, denkt immer dran, wir schaffen das. So, dann hätte ich gern noch eine Karte. Was sagt uns unsere Seele dazu? Der wahre Reichtum wird uns gezeigt. Hier zeigt sich Fülle um uns herum. Wir sollen sie erkennen und sehen, wie reich wir sind. Und unterm Deck haben wir: Lebe deinen Traum. Setze um, was du möchtest, beginne wieder zu träumen oder überhaupt dir vorzustellen, wo du irgendwie sein könntest. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch und bis bald.